Hallo, willkommen. Schön, dass du hier bist. Die nächste Zeit gehört dir und deinem Deutsch. Du musst nichts Besonderes leisten. Du darfst einfach zuhören. Wenn du möchtest, sprich einzelne Wörter leise mit. Wenn du nicht mitsprechen möchtest, ist das genauso in Ordnung. Es gibt hier keinen Druck, keine Prüfung und keine lange Liste, die sofort perfekt sein muss. Heute lassen wir Sprache langsam ankommen. Wir hören einfache Sätze über Carsharing und Autovermietung. Manche Wörter kommen mehrmals zurück, weil Wiederholung Vertrautheit aufbaut. Vertrautheit gibt Sicherheit. Sicherheit macht das Sprechen leichter. Vielleicht bleibt am Anfang nur ein Wort in deinem Kopf. Vielleicht bleibt ein ganzer Satz. Beides ist gut. Dein Gehirn braucht Zeit. Es hört den Klang, erkennt die Situation und verbindet das Wort später mit einer Handlung. Wenn deine Gedanken kurz weggehen, ist das nicht schlimm. Du kannst jederzeit zurückkommen, sobald du wieder ein bekanntes Wort hörst. In dieser Geschichte begleiten wir Lukas. Lukas lebt in Berlin und hat kein eigenes Auto. Manchmal braucht er trotzdem ein Fahrzeug. Er möchte ein Fahrzeug finden, es reservieren, den Zustand prüfen, vorsichtig fahren und die Rückgabe richtig beenden. Wir gehen nicht schnell. Wir gehen Schritt für Schritt. Ein Satz darf langsam sein. Eine Pause darf bleiben. Eine Frage darf wiederholt werden. Heute ist das Ziel nicht perfekte Grammatik, sondern ruhiges Verstehen. Also mach es dir bequem. Atme ruhig ein. Atme langsam wieder aus. Wir beginnen jetzt. Der Anfang der Geschichte: Lukas lebt in Berlin. Er wohnt in einer kleinen Wohnung in der Nähe einer U-Bahn-Station. Für den Weg zur Arbeit braucht er normalerweise kein Auto. Morgens nimmt er die Bahn, am Abend geht er oft ein Stück zu Fuß. Das funktioniert im Alltag gut. Trotzdem gibt es Tage, an denen ein Auto praktisch ist. Heute möchte Lukas Holzbretter im Baumarkt kaufen. Die Bretter sind zu lang für die Bahn und zu schwer für den Bus. Deshalb denkt Lukas an Carsharing. Er braucht kein eigenes Auto für jeden Tag. Er braucht nur ein Fahrzeug für ein paar Stunden. Lukas sitzt am Küchentisch und nimmt sein Handy. Er öffnet die App des Anbieters. Auf der Karte sieht er mehrere Fahrzeuge. Manche stehen an festen Stationen. Andere dürfen innerhalb eines Geschäftsgebiets abgestellt werden. Lukas schaut nicht sofort auf alle Details. Zuerst fragt er sich: Wo steht das nächste Fahrzeug? Dann fragt er: Ist es groß genug? Danach liest er den Preis. Die App zeigt einen kleinen Stadtwagen und einen größeren Kombi. Für die Holzbretter ist der Kombi besser. Lukas tippt auf das Symbol und liest die Informationen. In der App steht: verfügbar, sauber, Tankstand fast voll. Lukas versteht nicht jedes Wort sofort, aber er erkennt genug. Er sieht den Standort, die Mietdauer und den Tarif. Das reicht für den ersten Schritt. Er reserviert das Fahrzeug für 15 Minuten. Jetzt hat er Zeit, seine Jacke anzuziehen, den Einkaufszettel mitzunehmen und zur Straße zu gehen. Die Aufgabe fühlt sich nicht mehr groß an. Sie ist jetzt einfach: hingehen, prüfen, öffnen. Auf dem Weg
Wiederholt Lukas leise ein paar Wörter. Carsharing, Fahrzeug, reservieren, App. Er spricht sie nicht wie in einer Prüfung. Er sagt sie ruhig, fast wie Gedanken. Die Wörter gehören jetzt zu einer echten Situation. Er sieht die Straße, er sieht sein Handy, er sucht ein Auto. So kann ein Wort leichter im Gedächtnis bleiben. Es ist nicht nur eine Vokabel, es ist ein Werkzeug für den nächsten Schritt. Am Fahrzeug Lukas findet das Fahrzeug an der Ecke. Es ist dunkelblau und steht direkt hinter einem Lieferwagen. Bevor er es öffnet, prüft er das Nummernschild. Das Nummernschild in der App passt zum Auto auf der Straße. Dann schaut er auf die rechte Seite, die linke Seite, die Front und das Heck. Er sieht einen kleinen Kratzer an der rechten Tür. Lukas bleibt ruhig. Ein Kratzer bedeutet nicht automatisch ein Problem. Wichtig ist nur, dass der Schaden vor der Fahrt dokumentiert wird. Lukas öffnet in der App den Bereich für Schäden. Dort kann er Fotos hochladen. Er macht ein Bild von der Tür. Dann macht er ein zweites Foto aus etwas größerer Entfernung. So erkennt man die Stelle besser. Er schreibt einen kurzen Satz: kleiner Kratzer an der rechten Tür. Mehr ist nicht nötig. Der Satz ist einfach, aber klar. Lukas sendet die Meldung ab und wartet einen Moment. Die App zeigt: Meldung gespeichert. Jetzt fühlt sich Lukas sicherer. Danach öffnet er das Auto. Die Türen entriegeln sich mit einem leisen Ton. Innen schaut Lukas kurz auf die Sitze, den Boden und das Handschuhfach. Das Auto ist sauber. Im Handschuhfach liegt der Schlüssel. Lukas nimmt ihn heraus. Er prüft den Kilometerstand und den Tankstand. Beides ist in Ordnung. Die Zahlen in der App passen zu den Zahlen im Auto. Lukas startet den Motor nicht sofort. Er atmet einmal ruhig und schaut noch einmal auf den Plan. Für Anfänger im Deutsch ist diese Szene sehr nützlich. Viele Wörter kommen zusammen, aber sie gehören zu einer Reihenfolge. Zuerst der Standort, dann das Nummernschild, dann der Zustand, dann der Schaden, dann das Foto, dann die Fahrt. Lukas muss nicht alle Wörter einzeln perfekt erklären. Er muss nur verstehen, was der nächste Schritt ist. Genau so kann man auch Sprache lernen. Nicht alles auf einmal, sondern eine kleine Handlung nach der anderen. Die Fahrt zum Baumarkt Lukas fährt langsam los. Die Straße ist nicht voll, aber er bleibt aufmerksam. Er weiß, dass er mit einem gemieteten Fahrzeug besonders sorgfältig sein sollte. Er stellt die Spiegel ein, legt den Gurt an und fährt erst dann aus der Parklücke. An der ersten Kreuzung wartet er, bis die Ampel grün wird. Er kennt den Weg zum Baumarkt, aber er nutzt trotzdem die Navigation. So muss er unterwegs nicht lange überlegen. Während der Fahrt denkt Lukas an die Kosten. Der Tarif wird nach Minuten berechnet. Vielleicht kommen auch Kilometer dazu. Deshalb fährt er direkt zum Baumarkt und macht keinen unnötigen Umweg. Er fährt nicht hektisch. Schnell fahren spart hier keine gute Zeit. Ruhig fahren ist sicherer. Der Satz ist einfach. Lukas fährt vorsichtig. Dieser Satz reicht.
Er enthält eine Handlung und eine Haltung. Am Baumarkt sucht Lukas einen Parkplatz. Der erste Bereich ist voll. Vor dem Eingang stehen viele Autos. Lukas fährt eine Reihe weiter und findet dort eine freie Lücke. Er parkt langsam ein. Dann nimmt er den Schlüssel mit, schließt das Auto und prüft in der App, ob die Buchung weiterläuft. Die Miete läuft noch. Das ist richtig, denn Lukas braucht das Auto nach dem Einkauf wieder. Im Baumarkt kauft Lukas 2 Holzbretter, Schrauben und eine kleine Kiste. Er bezahlt an der Kasse. Die Mitarbeiterin fragt, ob er eine Rechnung braucht. Lukas sagt, ja bitte. Das Wort Rechnung kennt er schon aus der App. Jetzt kommt es in einer anderen Situation zurück. Dort war es die Rechnung für das Auto. Hier ist es die Rechnung für den Einkauf. Das Wort bleibt gleich, aber der Zusammenhang verändert sich. Diese Art von Wiederholung ist besonders gut für Lernende. Ein kleines Problem. Zurück am Auto merkt Lukas, dass die Bretter länger sind als gedacht. Er klappt die Rückbank um. Das erste Brett passt hinein, das zweite Brett ist schwieriger. Lukas versucht es nicht mit Gewalt. Er legt eine Decke unter die Bretter, damit nichts zerkratzt. Dann schiebt er sie langsam nach vorne. Die Tür lässt sich schließen. Er prüft noch einmal, ob die Bretter sicher liegen. Jetzt kann er nach Hause fahren. Auf dem Rückweg zeigt die App eine Nachricht. Dort steht, dass Lukas das Auto nur im Geschäftsgebiet zurückgeben darf. Lukas kennt dieses Wort, aber er liest den Satz trotzdem genau. Geschäftsgebiet bedeutet der Bereich, in dem man das Fahrzeug abstellen darf. Auf der Karte ist dieser Bereich farbig markiert. Lukas wohnt innerhalb dieses Bereichs. Das ist gut. Trotzdem schaut er sich vor der Rückgabe die Parkzone an. In der Straße vor seiner Wohnung gibt es keinen freien Parkplatz. Lukas fährt nicht nervös hin und her. Er fährt eine Straße weiter. Dort sieht er eine freie Lücke. Neben der Lücke steht ein Schild. Lukas liest das Schild und vergleicht es mit der App. Parken ist dort erlaubt. Das Fahrzeug steht noch im Geschäftsgebiet. Damit ist die Rückgabe möglich. Lukas hält an und denkt an die Reihenfolge. Erst alle Sachen herausnehmen, dann den Zustand prüfen, dann den Schlüssel zurücklegen, dann das Auto schließen, dann die Miete in der App beenden. Diese Reihenfolge hilft. Sie verhindert, dass Lukas etwas vergisst. Auch hier ist die Sprache praktisch. Wörter wie Rückgabe, Schlüssel, Handschuhfach und Kosten sind keine trockenen Wörter. Sie gehören zu einer echten Aufgabe. Die Rückgabe Lukas trägt die Bretter in seine Wohnung. Danach geht er noch einmal zum Auto zurück. Er schaut auf die Sitze. Nichts liegt mehr im Fahrzeug. Er prüft den Kofferraum. Auch dort ist nichts vergessen. Dann kontrolliert er, ob ein neuer Schaden entstanden ist. Alles sieht so aus wie vorher. Der kleine Kratzer an der rechten Tür war schon dokumentiert. Lukas muss ihn nicht noch einmal melden, aber er weiß, wo die Information gespeichert ist. Er legt den Schlüssel zurück ins Handschuhfach. Dann steigt er aus und schließt die Tür.
In der App tippt er auf Miete beenden. Die App fragt noch einmal, ob das Fahrzeug richtig geparkt ist. Lukas liest die Frage langsam. Er schaut auf die Straße, auf das Schild und auf die Karte. Dann bestätigt er. Das Auto wird verriegelt. Die App zeigt eine kurze Bestätigung. Die Fahrt ist beendet. Ein paar Minuten später bekommt Lukas eine E-Mail. Es ist die Rechnung. Er sieht die Startzeit, die Endzeit, die Mietdauer und die Kosten. Die Zahlen wirken zuerst etwas viel. Lukas macht es einfach. Er prüft nur 3 Dinge: die Zeit, die Strecke und den Preis. Die Startzeit stimmt. Die Endzeit stimmt auch. Der Preis ist ungefähr so, wie er erwartet hat. Also legt er die Rechnung in einem Ordner ab. Am Abend erzählt Lukas einem Freund von der Fahrt. Er sagt: Ich habe heute Carsharing genutzt. Zuerst war ich unsicher, aber Schritt für Schritt ging es gut. Der Freund fragt: Gab es ein Problem? Lukas antwortet: Nur ein kleiner Kratzer, aber ich habe ihn dokumentiert. Dieses Gespräch ist kurz, aber es zeigt den Lernweg. Lukas hat nicht nur ein Auto benutzt. Er hat auch Wörter benutzt. Er hat gefragt, geprüft, gehandelt und am Ende verstanden. Ein zweiter Weg. Lukas vergleicht Carsharing und Autovermietung. Einige Tage später plant Lukas mit 2 Freunden einen längeren Ausflug. Sie möchten an einen See fahren, dort spazieren gehen und am Abend wieder zurückkommen. Jetzt stellt Lukas eine neue Frage. Reicht Carsharing für diesen Tag oder ist eine Autovermietung besser? Er öffnet nicht sofort die erste App und bucht nicht sofort ein Auto. Er bleibt ruhig. Er schaut zuerst auf die Zeit, dann auf die Strecke und danach auf die Kosten. Für 2 Stunden ist Carsharing oft sehr praktisch. Für einen ganzen Tag oder ein Wochenende kann eine Autovermietung manchmal einfacher sein. Genau deshalb passt das zweite Wort im Titel zu dieser Geschichte. Lukas sucht im Internet nach einer Autovermietung in der Nähe des Bahnhofs. Dort sieht er Wörter, die beim Carsharing nicht immer so stark im Mittelpunkt stehen. Mietwagen, Vertrag, Kaution, Versicherung und Selbstbeteiligung. Die Wörter wirken zuerst lang. Lukas liest sie aber nicht wie eine schwere Liste. Er verbindet jedes Wort mit einer Handlung. Mietwagen bedeutet das Auto, das er für eine bestimmte Zeit bekommt. Vertrag bedeutet die schriftliche Vereinbarung. Kaution bedeutet Geld, das als Sicherheit blockiert oder genommen werden kann. Versicherung bedeutet Schutz vor hohen Kosten. Selbstbeteiligung bedeutet der Teil, den Lukas bei einem Schaden selbst zahlen muss. Am Telefon fragt Lukas langsam: Guten Tag, ich möchte für Samstag ein Auto mieten. Was muss ich mitbringen? Die Mitarbeiterin antwortet freundlich: Bitte bringen Sie Ihren Führerschein, Ihren Ausweis und ein Zahlungsmittel mit. Lukas wiederholt: Also Führerschein, Ausweis und Zahlungsmittel. Ist das richtig? Die Mitarbeiterin sagt: Ja, genau. Danach fragt Lukas nach der Kaution. Er möchte wissen, ob Geld sofort abgebucht wird oder nur auf der Karte blockiert wird. Diese Frage ist wichtig, aber sie bleibt einfach. Lukas fragt nicht alles auf einmal. Er nimmt einen Punkt nach dem anderen. Im Büro der Autovermietung
bekommt Lukas am Samstag den Vertrag. Er liest nicht jede Zeile sofort perfekt. Zuerst sucht er die großen Punkte: Abholzeit, Rückgabezeit, Kilometer, Tankregel, Versicherung und Selbstbeteiligung. Die Mitarbeiterin zeigt ihm den Abschnitt zur Tankregel. Dort steht, dass Lukas das Auto mit vollem Tank bekommt und mit vollem Tank zurückgeben soll. Lukas sagt: Ich möchte die Tankregel kurz wiederholen. Ich bekomme das Auto voll und bringe es voll zurück. Die Mitarbeiterin bestätigt das. Ein kurzer Satz macht die Situation klar. Vor der Abfahrt geht Lukas mit der Mitarbeiterin um das Auto herum. Das ist ähnlich wie beim Carsharing, aber es fühlt sich offizieller an. Sie sehen einen kleinen Kratzer an der hinteren Stoßstange. Die Mitarbeiterin trägt den Kratzer in das Übergabeprotokoll ein. Lukas macht zusätzlich ein Foto. Nicht, weil er misstrauisch sein will, sondern weil ein Foto später helfen kann. Er sagt: Der Kratzer ist im Protokoll und ich habe ein Foto. So hat Lukas eine klare Information. Das Wort Schaden bleibt nicht abstrakt. Es gehört zu einer Stelle am Auto, zu einem Foto und zu einem kurzen Satz. Der Ausflug verläuft ruhig. Lukas fährt vorsichtig, achtet auf den Tankstand und plant genug Zeit für die Rückgabe ein. Am Ende bringt er den Wagen zurück zur Station der Autovermietung. Dort schaut eine Mitarbeiterin kurz auf den Kilometerstand, den Tank und den Zustand des Autos. Alles passt. Die Kaution wird später wieder freigegeben. Lukas bekommt eine Rechnung per E-Mail. Jetzt versteht er den Unterschied besser. Carsharing ist sehr flexibel für kurze Wege. Autovermietung ist oft übersichtlicher für längere Fahrten, feste Tage oder größere Pläne. Diese zweite Szene macht das Thema runder. Lukas lernt nicht nur das Wort Carsharing, sondern auch das Wort Autovermietung in einer echten Situation. Beide Wörter gehören zur Mobilität im Alltag. Beide brauchen einfache Fragen. Beide brauchen einen ruhigen Blick auf Kosten, Regeln und Rückgabe. Für Lernende ist das gut, weil die Wörter nicht getrennt im Kopf bleiben. Sie stehen nebeneinander und bekommen klare Unterschiede. Kurze Nutzung über die App, längere Miete mit Vertrag. So wird der Titel der Lektion vollständig. Warum diese Geschichte beim Lernen hilft? Die Geschichte ist einfach, aber sie enthält viele Alltagsschritte. Genau das ist für A1 und A2 wichtig. Lernende brauchen nicht nur einzelne Wörter, sie brauchen Wörter in einer Situation. Wenn ein Wort mit einem Bild verbunden ist, wird es stabiler. Carsharing ist nicht nur ein Wort. Lukas sieht die App. Er geht zur Straße. Er öffnet das Auto. So entsteht ein Bild. Wiederholung ist in diesem Text gewollt. Aber die Wiederholung soll nicht immer gleich klingen. Ein Wort kann in einer Erklärung stehen, in einem Beispielsatz, in einem Dialog und in einer Notiz. Dann kommt es wieder, aber nicht immer mit dem gleichen Satz. Das hilft dem Ohr. Das Ohr erkennt das Wort. Der Kopf erkennt langsam die Bedeutung. Der Lernende bekommt Sicherheit, ohne dass der Text zu starr wirkt. Es gibt auch Sätze, die bewusst mehrmals zurückkommen. Zum Beispiel: Bitte noch einmal langsam.
oder ich möchte den Punkt richtig verstehen. Solche Sätze sind nützlich, weil Lernende sie direkt im Alltag benutzen können. Sie dürfen einige Male wiederholt werden, aber sie müssen nicht in jedem Abschnitt gleich sein. Manchmal sagt Lukas, können Sie das bitte erklären? Manchmal sagt er, darf ich kurz wiederholen? Manchmal sagt er nur, einen Moment bitte. So bleibt die Funktion gleich, aber die Sprache bewegt sich. Wortschatz in ruhigen Schritten. Jetzt stehen die wichtigsten Wörter im Mittelpunkt. Jedes Wort bekommt eine einfache Erklärung, einen Beispielsatz und eine kleine Handlung. Die Wörter werden wiederholt, aber nicht immer mit demselben Rahmen. So bleibt der Text ruhig und trotzdem lebendig. Carsharing, das Wort Carsharing ist in dieser Geschichte wichtig. Es bedeutet, man nutzt ein Auto nur für kurze Zeit, oft über eine App. Ein einfacher Satz lautet, Lukas nutzt Carsharing, weil er kein eigenes Auto braucht. Lukas hört das Wort zuerst in der App oder im Gespräch. Danach hängt er das Wort an eine Handlung. Für eine kurze Frage kann Lukas sagen, ich habe eine Frage zum Thema Carsharing. Der Satz ist schlicht, aber im Alltag gut verständlich. Dann kann die andere Person gezielt antworten. Am Ende genügt eine kleine Entscheidung. Ist Carsharing klar, offen oder später wichtig? Bei Autovermietung denkt Lukas nicht nur an eine Übersetzung. Er denkt an die Situation rund um die Fahrt. Einfach gesagt bedeutet das, ein Anbieter, bei dem man ein Auto für einen Tag oder länger mieten kann. Der Satz, für den Wochenendausflug denkt Lukas auch an eine Autovermietung, zeigt, wie das Wort im Alltag funktioniert. Beim Hören darf das Wort langsam auftauchen. Erst nur Autovermietung. Danach folgt ein kurzer Satz und die Pause bleibt bewusst ruhig. Die Pause hilft, weil der Kopf die Bedeutung sortieren kann. Lukas braucht bei Autovermietung vor allem einen Satz, den er im Alltag wirklich benutzen kann. App, manchmal sieht Lukas das Wort App auf dem Handy. Dann versucht er nicht, sofort alles zu lesen. Zuerst erkennt er das wichtigste Wort. Es bedeutet hier ein Programm auf dem Handy. Danach schaut er auf den ganzen Satz. So wird aus App ein praktischer Ausdruck. Lukas kann den Begriff in seine Notizen setzen. Neben dem Wort steht eine kurze Handlung. So braucht er nicht alles im Kopf zu tragen. Beim nächsten Hören erkennt Lukas den Ausdruck schneller. Reservieren. Ein weiteres Wort ist reservieren. Für Lernende ist wichtig, dass der Begriff eine Aufgabe bekommt. Es bedeutet, etwas für kurze Zeit für sich festhalten lassen. In der Geschichte passt dazu, Lukas reserviert das Fahrzeug für 15 Minuten. Der Satz bleibt kurz und klar. Wenn die Erklärung zu schnell ist, fragt Lukas nach einer Wiederholung. Er nennt das Wort reservieren und zeigt damit genau, welchen Punkt er meint. So bleibt der Wortschatz praktisch und alltagsnah. Fahrzeug. Wenn Lukas Fahrzeug hört, fragt er sich, was muss ich jetzt tun? Die Antwort wird leichter, wenn die Bedeutung bekannt ist. Ein Auto, ein Transporter oder ein anderes Verkehrsmittel. Danach kann Lukas den Satz sprechen. Das Fahrzeug steht in einer Seitenstraße. Das Wort kommt später noch einmal zurück.
dann wirkt's nicht mehr ganz neu. Es gehört nun zu Lukas, zur App und zur konkreten Fahrt. Am Ende genügt eine kleine Entscheidung. Ist Fahrzeug klar, offen oder später wichtig? Führerschein. Das Wort Führerschein ist in dieser Geschichte wichtig. Es bedeutet das Dokument, das zeigt, dass man Auto fahren darf. Ein einfacher Satz lautet: Lukas hat seinen Führerschein in der App hinterlegt. Lukas hört das Wort zuerst in der App oder im Gespräch. Anschließend denkt er an eine passende Handlung. Für eine kurze Frage kann Lukas sagen: Ich habe eine Frage zum Führerschein. Der Satz ist schlicht, aber im Alltag gut verständlich. So weiß die andere Person, welcher Punkt gemeint ist. Lukas braucht bei Führerschein vor allem einen Satz, den er im Alltag wirklich benutzen kann. Buchung. Bei Buchung denkt Lukas nicht nur an eine Übersetzung. Lukas stellt sich einen Moment vor, in dem das Wort gebraucht wird. Einfach gesagt bedeutet das die Reservierung oder Miete in der App. Der Satz Die Buchung beginnt erst, wenn Lukas das Auto öffnet. Zeigt, wie das Wort im Alltag funktioniert. Im Training muss der Klang nicht schnell verstanden werden. Erst nur Buchung. Anschließend hört Lukas einen Beispielsatz und lässt ihn kurz wirken. Eine kurze Stille macht den Satz leichter. Später bleibt Lukas bei diesem Wort ruhiger. Tarif. Manchmal sieht Lukas das Wort Tarif auf dem Handy. Lukas liest nicht den ganzen Text auf einmal. Am Anfang sucht er nur das Schlüsselwort. Es bedeutet hier die Regel für den Preis. Erst danach liest Lukas den vollständigen Satz. So wird aus Tarif ein praktischer Ausdruck. Lukas schreibt den Ausdruck in eine kleine Notiz. Dazu kommt nur ein kleiner praktischer Schritt. Dadurch wird sein Kopf entlastet. Dadurch gehört das Wort stärker zum Alltag. Versicherung. Ein weiteres Wort ist Versicherung. Für den Lernprozess hilft eine klare Aufgabe zum Wort. Es bedeutet ein Schutz vor sehr hohen Kosten bei bestimmten Schäden. In der Geschichte passt dazu: Die Versicherung ist in den Mietbedingungen erklärt. Der Satz bleibt kurz und klar. Bei einer schnellen Erklärung bittet Lukas freundlich um ein langsameres Tempo. Er nennt das Wort Versicherung und zeigt damit genau, welchen Punkt er meint. Am Ende genügt eine kleine Entscheidung. Ist Versicherung klar, offen oder später wichtig? Selbstbeteiligung. Wenn Lukas Selbstbeteiligung hört, fragt er sich: Was muss ich jetzt tun? Die Antwort wird leichter, wenn die Bedeutung bekannt ist. Der Betrag, den man im Schadensfall selbst zahlen muss. Danach kann Lukas den Satz sprechen. Lukas liest auch die Information zur Selbstbeteiligung. Das Wort kommt später noch einmal zurück. Später fühlt es sich weniger fremd an. Der Begriff ist jetzt mit Lukas und dem Fahrzeug verbunden. Lukas braucht bei Selbstbeteiligung vor allem einen Satz, den er im Alltag wirklich benutzen kann. Schaden. Das Wort Schaden ist in dieser Geschichte wichtig. Es bedeutet etwas Kaputtes, zum Beispiel ein Kratzer oder eine Delle. Ein einfacher Satz lautet: Vor der Fahrt sucht Lukas nach einem Schaden. Lukas hört das Wort zuerst in der App oder im Gespräch. Dann bekommt das Wort eine praktische Aufgabe. Für eine kurze Frage kann Lukas sagen: Ich habe eine Frage zum Schaden.
Der Satz ist schlicht, aber im Alltag gut verständlich. Danach wird die Erklärung einfacher. Ein späteres Hören fühlt sich schon vertrauter an. Kratzer bei. Kratzer denkt Lukas nicht nur an eine Übersetzung. Das Wort gehört für ihn zu einem Teil der Fahrt. Einfach gesagt bedeutet das eine dünne, beschädigte Linie im Lack. Der Satz: An der rechten Tür sieht Lukas einen kleinen Kratzer, zeigt, wie das Wort im Alltag funktioniert. Das Wort darf im Ohr ruhig werden. Erst nur Kratzer. Danach kommt ein einfacher Satz. Der Sinn darf langsam ankommen. In der Pause kann der Sinn ankommen. Der Begriff wird nicht nur erklärt, sondern benutzt. Dokumentieren. Manchmal sieht Lukas das Wort dokumentieren auf dem Handy. Er beginnt nicht mit allen Details zugleich. Der erste Anker ist ein einzelner Begriff. Es bedeutet hier etwas mit Foto, Text oder Datum festhalten. Im nächsten Schritt kommt der Satz darum herum. So wird aus dokumentieren ein praktischer Ausdruck. Der Begriff kann in Lukas Notiz stehen. Neben dem Begriff reicht ein einfacher Hinweis. Die Notiz nimmt etwas Druck weg. Am Ende genügt eine kleine Entscheidung. Ist dokumentieren klar, offen oder später wichtig? Kilometerstand. Ein weiteres Wort ist Kilometerstand. Lernende verstehen leichter, wenn das Wort etwas tun darf. Es bedeutet die Zahl, die zeigt, wie weit das Auto schon gefahren ist. In der Geschichte passt dazu: Lukas prüft den Kilometerstand vor der Abfahrt. Der Satz bleibt kurz und klar. Wenn Lukas zu wenig versteht, lässt er den Punkt noch einmal erklären. Er nennt das Wort Kilometerstand und zeigt damit genau, welchen Punkt er meint. Lukas braucht bei Kilometerstand vor allem einen Satz, den er im Alltag wirklich benutzen kann. Tankstand. Wenn Lukas Tankstand hört, fragt er sich: Was muss ich jetzt tun? Die Antwort wird leichter, wenn die Bedeutung bekannt ist: die Menge an Kraftstoff im Auto. Danach kann Lukas den Satz sprechen: Der Tankstand ist fast voll. Das Wort kommt später noch einmal zurück. Beim nächsten Mal ist der Klang schon bekannter. Das Wort hat einen Platz in dieser Fahrt bekommen. Lukas muss beim nächsten Mal weniger suchen. Ladestand. Das Wort Ladestand ist in dieser Geschichte wichtig. Es bedeutet die Menge an Strom in einem Elektroauto. Ein einfacher Satz lautet: Bei einem Elektroauto prüft Lukas den Ladestand. Lukas hört das Wort zuerst in der App oder im Gespräch. Später sieht Lukas, was er damit tun kann. Für eine kurze Frage kann Lukas sagen: Ich habe eine Frage zum Ladestand. Der Satz ist schlicht, aber im Alltag gut verständlich. Die Antwort kann nun direkt zum offenen Punkt kommen. Die Sprache bleibt nah an einer echten Handlung. Station bei Station denkt Lukas nicht nur an eine Übersetzung. Er ordnet den Begriff einem praktischen Moment zu. Einfach gesagt bedeutet das ein fester Ort, an dem Fahrzeuge stehen. Der Satz Manche Autos müssen an einer Station zurückgegeben werden zeigt, wie das Wort im Alltag funktioniert. Beim Zuhören bekommt der Ausdruck Zeit. Erst nur Station. Dann folgt ein Satz aus der Szene mit etwas Abstand zum Nachdenken. Der Abstand zwischen den Sätzen gibt Sicherheit.
Am Ende genügt eine kleine Entscheidung. Ist Station klar, offen oder später wichtig? Geschäftsgebiet. Manchmal sieht Lukas das Wort Geschäftsgebiet auf dem Handy. Zuerst bleibt der Blick bei einem kleinen Teil. Lukas findet zuerst den zentralen Ausdruck. Es bedeutet hier der Bereich, in dem man das Auto abstellen darf. Dann bekommt das Wort seinen Zusammenhang. So wird aus Geschäftsgebiet ein praktischer Ausdruck. Lukas hält das Wort kurz schriftlich fest. Die Notiz enthält nur Wort und Handlung. Lukas muss sich nicht jede Einzelheit merken. Lukas braucht bei Geschäftsgebiet vor allem einen Satz, den er im Alltag wirklich benutzen kann. Parkzone. Ein weiteres Wort ist Parkzone. Das Wort wird besser, wenn es in einer Handlung steht. Es bedeutet ein Bereich, in dem Parken erlaubt oder verboten sein kann. In der Geschichte passt dazu: die Parkzone ist in der App markiert. Der Satz bleibt kurz und klar. Eine Wiederholung hilft Lukas, wenn die Antwort zu schnell kommt. Er nennt das Wort Parkzone und zeigt damit genau, welchen Punkt er meint. Der Klang ist später nicht mehr ganz neu. Rückgabe. Wenn Lukas Rückgabe hört, fragt er sich: Was muss ich jetzt tun? Die Antwort wird leichter, wenn die Bedeutung bekannt ist. Der Moment, in dem man das Fahrzeug zurückgibt. Danach kann Lukas den Satz sprechen. Bei der Rückgabe muss Lukas die Miete richtig beenden. Das Wort kommt später noch einmal zurück. Dann hat das Wort bereits eine kleine Spur im Kopf. Lukas verbindet es mit Handy, Auto und Straße. So wird aus einem Wort ein brauchbarer Satz. Schlüssel. Das Wort Schlüssel ist in dieser Geschichte wichtig. Es bedeutet ein Gegenstand zum Öffnen oder Starten eines Autos. Ein einfacher Satz lautet: Der Schlüssel liegt im Handschuhfach. Lukas hört das Wort zuerst in der App oder im Gespräch. Danach wird der Begriff Teil des nächsten Schritts. Für eine kurze Frage kann Lukas sagen: Ich habe eine Frage zum Schlüssel. Der Satz ist schlicht, aber im Alltag gut verständlich. Damit beginnt ein klares Gespräch. Am Ende genügt eine kleine Entscheidung. Ist Schlüssel klar, offen oder später wichtig? Handschuhfach. Bei Handschuhfach denkt Lukas nicht nur an eine Übersetzung. Lukas denkt an Anfang, Fahrt oder Rückgabe. Einfach gesagt bedeutet das: ein kleines Fach vorne im Auto. Der Satz Lukas legt den Schlüssel zurück ins Handschuhfach zeigt, wie das Wort im Alltag funktioniert. Für das Hören reicht ein langsamer Beginn. Erst nur Handschuhfach. Danach hört Lukas einen Alltagssatz und wartet einen kleinen Moment. Die Bedeutung braucht manchmal einen kleinen Moment. Lukas braucht bei Handschuhfach vor allem einen Satz, den er im Alltag wirklich benutzen kann. Rechnung. Manchmal sieht Lukas das Wort Rechnung auf dem Handy. Lukas nimmt sich nur den ersten Satz vor. Ein Wort gibt ihm den ersten Halt. Es bedeutet hier eine Übersicht über Zeit, Strecke und Preis. Später liest Lukas die ganze Information. So wird aus Rechnung ein praktischer Ausdruck. Für später notiert Lukas den Ausdruck. Eine kurze Aufgabe neben dem Wort genügt. Das Schreiben macht den Kopf freier. Mit der Wiederholung kommt mehr Ruhe. Kosten. Ein weiteres Wort ist Kosten. Wichtig ist die Verbindung
zwischen Wort und Aufgabe. Es bedeutet das Geld, das man bezahlen muss. In der Geschichte passt dazu: Lukas prüft die Kosten in der App. Der Satz bleibt kurz und klar. Lukas darf um Wiederholung bitten, sobald der Satz zu schnell ist. Er nennt das Wort Kosten und zeigt damit genau, welchen Punkt er meint. Das macht die Lektion weniger theoretisch. Kaution. Wenn Lukas Kaution hört, fragt er sich: Was muss ich jetzt tun? Die Antwort wird leichter, wenn die Bedeutung bekannt ist. Geld, das als Sicherheit blockiert oder genommen werden kann. Danach kann Lukas den Satz sprechen: Bei manchen Mietwagen gibt es eine Kaution. Das Wort kommt später noch einmal zurück. Es kommt nicht mehr völlig unbekannt zurück. Es bleibt Teil der Geschichte und der Handlung. Am Ende genügt eine kleine Entscheidung. Ist Kaution klar, offen oder später wichtig? Kundenservice. Das Wort Kundenservice ist in dieser Geschichte wichtig. Es bedeutet eine Stelle, die bei Fragen und Problemen hilft. Ein einfacher Satz lautet: Lukas schreibt dem Kundenservice eine kurze Nachricht. Lukas hört das Wort zuerst in der App oder im Gespräch. So bleibt das Wort nicht allein. Für eine kurze Frage kann Lukas sagen: Ich habe eine Frage zum Kundenservice. Der Satz ist schlicht, aber im Alltag gut verständlich. Die andere Person muss nicht raten, was Lukas meint. Lukas braucht bei Kundenservice vor allem einen Satz, den er im Alltag wirklich benutzen kann. Kurze Gespräche aus dem Alltag. Die folgenden Gespräche sind bewusst einfach. Sie zeigen, wie Lukas höflich nachfragt, ohne lange Sätze zu brauchen. Die Antworten sind kurz, damit Lernende den Aufbau gut hören können. Gespräch 1. Die App öffnen Szene 1. Die App öffnen Lukas findet in der App 2 Fahrzeuge, aber er ist nicht sicher, welches besser passt. Lukas, guten Tag. Ich möchte einen Punkt kurz verstehen. Mitarbeiterin, gern. Welcher Punkt ist das? Lukas, es geht um Carsharing. Ich glaube, ich verstehe den Sinn, aber ich möchte sicher sein. Mitarbeiterin, dann sagen Sie zuerst, was Sie verstanden haben. Lukas, für mich bedeutet Carsharing, dass es mit der Fahrt oder der Buchung zu tun hat. Mitarbeiterin, ja, das passt. Lesen Sie jetzt den Satz davor und den Satz danach. Lukas, dann prüfe ich auch Fahrzeug und Tarif. Mitarbeiterin, genau. Nehmen Sie einen Punkt nach dem anderen. Lukas, danke. Ich schreibe eine kurze Notiz. Nach dem Gespräch notiert Lukas nur den Kern. Er schreibt nicht jedes Wort auf. Er schreibt den Punkt, die Antwort und die nächste Handlung. Dadurch bleibt die Situation übersichtlich. Gespräch 2. Das Fahrzeug reservieren. Szene 2. Das Fahrzeug reservieren. Die App zeigt eine kurze Reservierungszeit und Lukas möchte diese Zeit richtig verstehen. Lukas: Entschuldigung, darf ich kurz nachfragen? Service-Mitarbeiter: Natürlich. Was ist unklar? Lukas: Ich sehe die Wörter reservieren und Buchung. Ich möchte nichts falsch machen. Service-Mitarbeiter: Das ist sinnvoll. Was zeigt die App im Moment? Lukas: Die App zeigt eine Information, aber ich brauche einen einfachen Satz. Service-Mitarbeiter: Der einfache Satz lautet: Prüfen Sie zuerst reservieren.
Danach schauen Sie auf Buchung. Lukas: Und Mietdauer kommt danach? Servicemitarbeiter: Ja, wenn der erste Schritt klar ist. Lukas: Gut. Dann mache ich jetzt nur diesen ersten Schritt. Diese Art von Gespräch ist für Anfänger hilfreich. Lukas versucht nicht alles sofort perfekt zu sagen. Er nennt die Wörter, zeigt die Stelle und bittet um eine kurze Erklärung. Gespräch 3. Den Zustand prüfen. Szene 3. Den Zustand prüfen. Vor dem Einsteigen sieht Lukas einen kleinen Kratzer an der Tür. Lukas: Ich habe die Information gelesen. Darf ich sie mit eigenen Worten wiederholen? Mitarbeiter: Ja, bitte. Lukas: Zuerst beachte ich Schaden. Dann prüfe ich Kratzer. Wenn noch etwas offen ist, frage ich zu dokumentieren. Mitarbeiter: Das ist eine gute Reihenfolge. Lukas: Also nicht alles gleichzeitig. Mitarbeiter: Genau. Ein Schritt reicht für den Anfang. Lukas: Das hilft mir. Ich fühle mich jetzt sicherer. Mitarbeiter: Und wenn später eine Frage kommt, melden Sie sich wieder. Lukas beendet das Gespräch freundlich. Er hat nicht jedes Detail auswendig gelernt, aber er weiß, was jetzt zu tun ist. Das ist im Alltag oft wichtiger. Gespräch 4. Den Tankstand lesen. Szene 4. Den Tankstand lesen. Im Auto sieht Lukas eine Anzeige, aber er ist unsicher, ob er später tanken muss. Lukas: Guten Tag. Ich möchte einen Punkt kurz verstehen. Mitarbeiterin: Gern. Welcher Punkt ist das? Lukas: Es geht um Tankstand. Ich glaube, ich verstehe den Sinn, aber ich möchte sicher sein. Mitarbeiterin: Dann sagen Sie zuerst, was Sie verstanden haben. Lukas: Für mich bedeutet Tankstand, dass es mit der Fahrt oder der Buchung zu tun hat. Mitarbeiterin: Ja, das passt. Lesen Sie jetzt den Satz davor und den Satz danach. Lukas: Dann prüfe ich auch Ladestand und Kosten. Mitarbeiterin: Genau. Nehmen Sie einen Punkt nach dem anderen. Lukas: Danke. Ich schreibe eine kurze Notiz. Nach dem Gespräch notiert Lukas nur den Kern. Er schreibt nicht jedes Wort auf. Er schreibt den Punkt, die Antwort und die nächste Handlung. Dadurch bleibt die Situation übersichtlich. Gespräch 5. Vorsichtig fahren. Szene 5. Vorsichtig fahren. Auf dem Weg zum Baumarkt ist die Straße eng und voll. Lukas: Entschuldigung, darf ich kurz nachfragen? Servicemitarbeiter: Natürlich. Was ist unklar? Lukas: Ich sehe die Wörter Versicherung und Selbstbeteiligung. Ich möchte nichts falsch machen. Servicemitarbeiter: Das ist sinnvoll. Was zeigt die App im Moment? Lukas: Die App zeigt eine Information, aber ich brauche einen einfachen Satz. Servicemitarbeiter: Der einfache Satz lautet: Prüfen Sie zuerst Versicherung. Danach schauen Sie auf Selbstbeteiligung. Lukas: Und Führerschein kommt danach? Servicemitarbeiter: Ja, wenn der erste Schritt klar ist. Lukas: Gut. Dann mache ich jetzt nur diesen ersten Schritt. Diese Art von Gespräch ist für Anfänger hilfreich. Lukas versucht nicht, alles sofort perfekt zu sagen. Er nennt die Wörter, zeigt die Stelle und bittet um eine kurze Erklärung. Gespräch 6. Die Parkzone verstehen. Szene 6. Die Parkzone verstehen.
Vor der Rückgabe vergleicht Lukas die App mit dem Schild auf der Straße. Lukas, ich habe die Information gelesen. Darf ich sie mit eigenen Worten wiederholen? Mitarbeiter, ja, bitte. Lukas, zuerst beachte ich Parkzone. Dann prüfe ich Geschäftsgebiet. Wenn noch etwas offen ist, frage ich zu Station. Mitarbeiter, das ist eine gute Reihenfolge. Lukas, also nicht alles gleichzeitig. Mitarbeiter, genau. Ein Schritt reicht für den Anfang. Lukas, das hilft mir. Ich fühle mich jetzt sicherer. Mitarbeiter, und wenn später eine Frage kommt, melden Sie sich wieder. Lukas beendet das Gespräch freundlich. Er hat nicht jedes Detail auswendig gelernt, aber er weiß, was jetzt zu tun ist. Das ist im Alltag oft wichtiger. Gespräch 7. Die Miete beenden, Szene 7. Die Miete beenden. Lukas möchte sicher sein, dass die Rückgabe wirklich abgeschlossen ist. Lukas, guten Tag. Ich möchte einen Punkt kurz verstehen. Mitarbeiterin, gern. Welcher Punkt ist das? Lukas, es geht um Rückgabe. Ich glaube, ich verstehe den Sinn, aber ich möchte sicher sein. Mitarbeiterin, dann sagen Sie zuerst, was Sie verstanden haben. Lukas, für mich bedeutet Rückgabe, dass es mit der Fahrt oder der Buchung zu tun hat. Mitarbeiterin, ja, das passt. Lesen Sie jetzt den Satz davor und den Satz danach. Lukas, dann prüfe ich auch Schlüssel und Handschuhfach. Mitarbeiterin, genau. Nehmen Sie einen Punkt nach dem anderen. Lukas, danke. Ich schreibe eine kurze Notiz. Nach dem Gespräch notiert Lukas nur den Kern. Er schreibt nicht jedes Wort auf. Er schreibt den Punkt, die Antwort und die nächste Handlung. Dadurch bleibt die Situation übersichtlich. Gespräch 8. Die Rechnung prüfen, Szene 8. Die Rechnung prüfen. Nach der Fahrt bekommt Lukas eine E-Mail mit der Rechnung. Lukas, Entschuldigung, darf ich kurz nachfragen? Service-Mitarbeiter, natürlich. Was ist unklar? Lukas, ich sehe die Wörter Rechnung und Kosten. Ich möchte nichts falsch machen. Service-Mitarbeiter, das ist sinnvoll. Was zeigt die App im Moment? Lukas, die App zeigt eine Information, aber ich brauche einen einfachen Satz. Service-Mitarbeiter. Der einfache Satz lautet: Prüfen Sie zuerst Rechnung. Danach schauen Sie auf Kosten. Lukas, und Kundenservice kommt danach? Service-Mitarbeiter. Ja, wenn der erste Schritt klar ist. Lukas, gut. Dann mache ich jetzt nur diesen ersten Schritt. Diese Art von Gespräch ist für Anfänger hilfreich. Lukas versucht nicht, alles sofort perfekt zu sagen. Er nennt die Wörter, zeigt die Stelle und bittet um eine kurze Erklärung. Satztraining zum Mitsprechen. Jetzt folgen Sätze zum Mitsprechen. Sie sind kurz und praktisch. Sie wiederholen wichtige Wörter, aber sie bleiben nicht immer gleich. Sprich nur mit, wenn du möchtest. Stills zuhören ist ebenfalls Lernen. Kurze Übungssätze erste. Ich möchte den Punkt Carsharing kurz verstehen. Ein Beispiel hilft. Lukas nutzt Carsharing, weil er kein eigenes Auto braucht. Danach frage ich, was ist mein nächster Schritt? Zweite. In der App steht Autovermietung. Ich lese den Hinweis
ohne Eile. Ich prüfe die Bedeutung. Ein Anbieter, bei dem man ein Auto für einen Tag oder länger mieten kann. Dann kann ich ruhig weiterentscheiden. Dritte. Für mich ist App noch nicht ganz klar. Ich kann fragen, können Sie mir diesen Punkt einfach erklären? Dann höre ich zu und fasse kurz zusammen. Vierte. Das Wort reservieren gehört zu einer Handlung. Lukas reserviert das Fahrzeug für 15 Minuten. So wird das Wort nicht nur gelernt, sondern benutzt. Fünfte. Ich notiere Fahrzeug mit einem kurzen Beispiel. Die Erklärung ist ein Auto, ein Transporter oder ein anderes Verkehrsmittel. Mehr brauche ich im Moment nicht festzuhalten. Sechste. Ich möchte den Punkt Führerschein kurz verstehen. Ein Beispiel hilft. Lukas hat seinen Führerschein in der App hinterlegt. Danach frage ich, was ist mein nächster Schritt? Siebte. In der App steht Buchung. Ich bleibe bei einem ruhigen Tempo. Ich prüfe die Bedeutung, die Reservierung oder Miete in der App. Danach treffe ich die nächste Entscheidung ohne Eile. Achte. Für mich ist Tarif noch nicht ganz klar. Ein möglicher Satz lautet: Können Sie mir diesen Punkt einfach erklären? Danach höre ich ruhig zu und wiederhole den Kern. Neunte. Das Wort Versicherung gehört zu einer Handlung. Die Versicherung ist in den Mietbedingungen erklärt. So wird das Wort nicht nur gelernt, sondern benutzt. Zehnte. Ich notiere Selbstbeteiligung mit einem kurzen Beispiel. Die Erklärung ist der Betrag, den man im Schadensfall selbst zahlen muss. Für jetzt genügt diese kurze Notiz. 11. Ich möchte den Punkt Schaden kurz verstehen. Ein Beispiel hilft. Vor der Fahrt sucht Lukas nach einem Schaden. Danach frage ich, was ist mein nächster Schritt? 12. In der App steht Kratzer. Ich schaue zuerst auf den ganzen Satz. Ich prüfe die Bedeutung, eine dünne, beschädigte Linie im Lack. So gehe ich ruhiger zum nächsten Schritt. 13. Für mich ist Dokumentieren noch nicht ganz klar. Dazu passt die Frage: Können Sie mir diesen Punkt einfach erklären? Ich höre die Antwort und sage den wichtigsten Punkt noch einmal. 14. Das Wort Kilometerstand gehört zu einer Handlung. Lukas prüft den Kilometerstand vor der Abfahrt. So wird das Wort nicht nur gelernt, sondern benutzt. 15. Ich notiere Tankstand mit einem kurzen Beispiel. Die Erklärung ist die Menge an Kraftstoff im Auto. Im Moment reicht diese kleine Information. 16. Ich möchte den Punkt Ladestand kurz verstehen. Ein Beispiel hilft. Bei einem Elektroauto prüft Lukas den Ladestand. Danach frage ich, was ist mein nächster Schritt? 17. In der App steht Station. Ich nehme mir für diese Zeile Zeit. Ich prüfe die Bedeutung, ein fester Ort, an dem Fahrzeuge stehen. Danach wird die Entscheidung leichter. 18. Für mich ist Geschäftsgebiet noch nicht ganz klar. Wenn ich unsicher bin, sage ich, können Sie mir diesen Punkt einfach erklären? So kann ich prüfen, ob ich richtig verstanden habe. 19.
Das Wort Parkzone gehört zu einer Handlung. Die Parkzone ist in der App markiert. So wird das Wort nicht nur gelernt, sondern benutzt. 20. Ich notiere Rückgabe mit einem kurzen Beispiel. Die Erklärung ist der Moment, in dem man das Fahrzeug zurückgibt. Mehr ist für diesen Schritt nicht nötig. 21. Ich möchte den Punkt Schlüssel kurz verstehen. Ein Beispiel hilft. Der Schlüssel liegt im Handschuhfach. Danach frage ich, was ist mein nächster Schritt? 22. In der App steht Handschuhfach. Ich lese die Stelle noch einmal ruhig. Ich prüfe die Bedeutung, ein kleines Fach vorne, im Auto. Dann bleibt der nächste Schritt übersichtlich. 23. Für mich ist Rechnung noch nicht ganz klar. Für eine Rückfrage reicht, können Sie mir diesen Punkt einfach erklären? Danach kommt eine kurze Wiederholung mit eigenen Worten. 24. Das Wort Kosten gehört zu einer Handlung. Lukas prüft die Kosten in der App. So wird das Wort nicht nur gelernt, sondern benutzt. 25. Ich notiere Kaution mit einem kurzen Beispiel. Die Erklärung ist Geld, das als Sicherheit blockiert oder genommen werden kann. Ich muss jetzt keine lange Erklärung schreiben. 26. Ich möchte den Punkt Kundenservice kurz verstehen. Ein Beispiel hilft. Lukas schreibt dem Kundenservice eine kurze Nachricht. Danach frage ich, was ist mein nächster Schritt? Ein längerer Hörteil mit ruhiger Wiederholung. Jetzt kommt ein längerer Teil. Er erzählt die Geschichte noch einmal, aber in einem ruhigeren Fluss. Die Wörter aus der Lektion kehren zurück. Sie erscheinen in Handlungen, Fragen und kleinen Entscheidungen. So entsteht Wiederholung, ohne dass jeder Absatz gleich gebaut ist. Am Morgen. Lukas plant den Einkauf und prüft, ob er wirklich ein Auto braucht. Lukas nimmt sich Zeit. Er muss nicht schnell sein. Wichtig ist zunächst der nächste erkennbare Schritt. In diesem Teil hört er die Wörter Carsharing, Fahrzeug und Kosten. Jedes Wort führt zu einer kleinen Entscheidung. Zuerst steht Carsharing im Mittelpunkt. Lukas verbindet den Begriff mit dem, was er gerade tut. Er sieht nicht nur ein Wort, sondern die ganze Szene. Danach kommt Fahrzeug. Dieses Wort macht den nächsten Teil genauer. Zum Schluss achtet Lukas auf Kosten. Bei Unsicherheit stellt Lukas eine kurze Frage. Die Frage braucht keine perfekte Form. Sie soll vor allem verständlich bleiben. Lukas denkt, zuerst lese ich den Hinweis. Dann prüfe ich. Danach handle ich. Dieser Rhythmus hilft ihm. Zwischen den Sätzen bleibt genug Raum. Ein neues Wort darf am Anfang fremd wirken. Beim nächsten Hören wirkt vieles schon ruhiger. Am Ende dieses Abschnitts ist Lukas sicherer. Er muss nicht alles auswendig behalten. Aber die Situation hat jetzt mehr Struktur. Das ist der Kern dieser Art von Deutschlernen. Ein Wort kommt in Ruhe. Dann kommt ein Satz. Dann kommt eine Handlung. So wächst Sicherheit. Auf der Straße, auf der Straße. Lukas geht zum Fahrzeug und vergleicht das Nummernschild mit der App.
Lukas bleibt einen Moment stehen. Tempo ist hier nicht wichtig. Für Lukas zählt jetzt vor allem der nächste klare Schritt. In diesem Teil hört er die Wörter App, Reservieren und Führerschein. Die Wörter helfen bei kleinen Entscheidungen. Zuerst steht App im Mittelpunkt. Das Wort bekommt für Lukas eine konkrete Bewegung. Vor ihm steht nicht nur Schrift, sondern eine Aufgabe. Danach kommt Reservieren. Der Begriff zeigt ein wichtiges Detail im Ablauf. Zum Schluss achtet Lukas auf Führerschein. Wenn etwas offen bleibt, fragt Lukas einfach nach. Ein einfacher Satz ist hier genug. Die andere Person muss nur den Punkt erkennen. Innerlich beginnt Lukas mit dem Lesen. Er liest zuerst, prüft danach und handelt erst am Schluss. Diese Reihenfolge nimmt Druck aus der Situation. Lukas macht kleine Pausen beim Lesen. Wenn der Klang ungewohnt ist, ist das normal. Nach einigen Wiederholungen klingt der Ausdruck weniger fremd. Nach dieser Szene versteht Lukas den Ablauf besser. Lukas hat keine Liste im Kopf gelernt. Trotzdem erkennt er eine Reihenfolge. So funktioniert dieses ruhige Hörtraining. Erst hört Lukas den Klang, dann erkennt er den Satz und schließlich sieht er die passende Handlung. Vor der Fahrt. Lukas schaut innen und außen nach sichtbaren Problemen. Lukas geht langsam vor. Eine ruhige Prüfung ist besser als Eile. Es reicht, wenn der nächste Schritt sichtbar wird. In diesem Teil hört er die Wörter Schaden, Kratzer und Dokumentieren. Kein Wort bleibt ganz ohne Handlung. Zuerst steht Schaden im Mittelpunkt. Lukas denkt an die passende Handlung dazu. Das Wort gehört jetzt zu Straße, Handy und Auto. Danach kommt Kratzer. Damit wird die Reihenfolge klarer. Zum Schluss achtet Lukas auf Dokumentieren. Lukas nutzt eine kurze Frage, sobald ein Punkt unklar ist. Perfektion ist in diesem Moment nicht nötig. Klarheit reicht hier aus. Lukas erinnert sich daran, zuerst den Satz zu lesen. Lukas beginnt mit Lesen. Dann vergleicht er die Information. Erst danach trifft er eine Entscheidung. Er gibt den Wörtern etwas Zeit. Nicht jedes Wort muss sofort vertraut sein. Mit jeder Begegnung wird der Klang etwas bekannter. Lukas geht mit mehr Klarheit weiter. Nicht jedes Detail bleibt sofort hängen. Aber der Ablauf wirkt nun sortierter. Darum verbinden wir Sprache mit Alltag. Das Wort bleibt nicht allein. Es bekommt einen Ort, eine Aufgabe und einen kleinen Sinn im Alltag. Im Auto. Lukas prüft Anzeigen und legt seine Tasche auf den Beifahrersitz. Lukas lässt sich nicht drängen. Er schaut zuerst auf den nächsten Schritt. Lukas sucht nicht alles, sondern nur den nächsten sicheren Schritt. In diesem Teil hört er die Wörter Kilometerstand, Tankstand und Ladestand. Die Begriffe zeigen, was Lukas als nächstes prüfen kann. Zuerst steht Kilometerstand im Mittelpunkt. Der Ausdruck hängt nun an einer echten Szene. Lukas nimmt den Zusammenhang mit wahr. Danach kommt Tankstand. Das Wort hilft Lukas, den Schritt besser einzuordnen. Zum Schluss achtet Lukas auf Ladestand. Eine kleine Frage hilft, wenn Lukas zögert.
Die Frage darf kurz und direkt bleiben. Der Inhalt ist wichtiger als schöne Form. Der erste Schritt bleibt ruhig, lesen. Der Ablauf bleibt einfach, lesen, kurz prüfen, dann handeln. Mehr braucht Lukas in diesem Moment nicht. Die Sätze müssen nicht schnell kommen. Ein unbekannter Klang ist kein Problem. Später erkennt Lukas das Wort schneller. Dieser kleine Teil bringt Lukas ein Stück voran. Auswendig lernen ist hier nicht das Hauptziel. Statt Chaos gibt es jetzt kleine Schritte. Auf diese Weise wird Wiederholung nützlich. So wird aus einem neuen Ausdruck langsam ein bekanntes Werkzeug. Beim Fahren. Lukas fährt ruhig zum Baumarkt und achtet auf den Verkehr. Lukas macht eine kurze Pause. Danach wirkt die Aufgabe kleiner. Der Blick bleibt auf der nächsten Handlung. In diesem Teil hört er die Wörter Versicherung, Selbstbeteiligung und Tarif. Aus jedem Begriff entsteht ein kleiner Hinweis. Zuerst steht Versicherung im Mittelpunkt. Lukas sieht vor sich, was das Wort im Alltag bedeutet. Die Buchstaben werden zu einem Bild im Alltag. Danach kommt Selbstbeteiligung. Der Ablauf wird durch diesen Ausdruck weniger unklar. Zum Schluss achtet Lukas auf Tarif. Bei Zweifel reicht oft ein kurzer Fragesatz. Eine klare Frage ist besser als ein komplizierter Satz. Eine verständliche Frage öffnet das Gespräch. Lukas startet nicht mit Aktion, sondern mit Lesen. Vor der Handlung steht ein kurzer Blick auf den Text. Danach kann Lukas sicherer weitermachen. Lukas liest mit einem ruhigen Tempo. Neue Wörter brauchen manchmal mehrere Begegnungen. Wiederholtes Hören macht den Ausdruck vertrauter. Nach dem Abschnitt ist die Aufgabe weniger groß. Lukas merkt sich nicht jeden Satz genau. Lukas hat einen Weg durch die Information gefunden. So lernt Lukas nicht abstrakt, sondern praktisch. Die Wiederholung wirkt besser, wenn sie mit einer echten Szene verbunden bleibt. Am Ziel. Lukas kauft Bretter und lädt sie vorsichtig ein. Lukas handelt nicht sofort. Er ordnet erst, was er sieht. Eine kleine, klare Handlung genügt in diesem Moment. In diesem Teil hört er die Wörter Schlüssel, Handschuhfach und Buchung. Die Wörter bekommen im Alltag eine praktische Funktion. Zuerst steht Schlüssel im Mittelpunkt. Das Wort bleibt nicht leer, weil eine Handlung dazugehört. Er erkennt mehr als die Form des Wortes. Danach kommt Handschuhfach. Der Begriff ergänzt die erste Information. Zum Schluss achtet Lukas auf Buchung. Lukas fragt lieber kurz, als still zu raten. Lukas muss nicht elegant sprechen. So weiß die andere Person, was Lukas meint. Er sagt sich leise, dass Lesen vor dem Handeln kommt. Lukas sagt sich, erst verstehen, dann handeln. Diese kleine Regel passt zu vielen Alltagssituationen. Eine kurze Pause macht die Bedeutung leichter. Lukas akzeptiert, dass manche Wörter noch schwer sind. Beim erneuten Hören entsteht mehr Sicherheit. Lukas hat nun einen besseren Überblick. Er braucht keine perfekte Erinnerung. Die Aufgabe ist jetzt besser geordnet. Das ist der Sinn der langsamen Wiederholung. Lukas lernt nicht nur die Form.
Er lernt, wann der Ausdruck nützlich ist. Vor der Rückgabe. Vor der Rückgabe. Lukas sucht einen erlaubten Parkplatz in der Nähe seiner Wohnung. Lukas bleibt ruhig. Ein kleiner Schritt genügt für den Anfang. Lukas konzentriert sich auf den Punkt, der jetzt vor ihm liegt. In diesem Teil hört er die Wörter Parkzone, Geschäftsgebiet und Station. Lukas nutzt die Wörter als Wegweiser. Zuerst steht Parkzone im Mittelpunkt. Lukas hört den Begriff und sieht den nächsten Schritt. Die Situation gibt dem Wort eine Richtung. Danach kommt Geschäftsgebiet. Nun sieht Lukas die Situation etwas genauer. Zum Schluss achtet Lukas auf Station. Wenn die Information fehlt, nennt Lukas den offenen Punkt. Der Satz darf einfach sein. Der offene Punkt wird dadurch sichtbar. Zuerst kommt der Blick auf den Text. Er schaut zuerst auf den Satz, dann auf die App und dann auf seine Handlung. So bleibt der Ablauf ruhig. Der Rhythmus bleibt langsam. Das erste Hören muss nicht perfekt sein. Die zweite Begegnung ist oft leichter als die erste. Am Schluss bleibt ein klarerer nächster Schritt. Nicht alles muss im Gedächtnis bleiben. Er kann den nächsten Punkt klarer sehen. Darum kommt ein Wort mehrmals in einer Szene zurück. Ein kleiner Ablauf reicht. Hören, verstehen, anwenden. Genau daraus entsteht mehr Ruhe. Nach der Fahrt. Lukas beendet die Miete und liest später die Rechnung. Lukas gibt dem Satz etwas Zeit. So wird die Situation klarer. Der nächste Schritt macht die Situation wieder übersichtlich. In diesem Teil hört er die Wörter Rückgabe, Rechnung und Kundenservice. Die Sprache bleibt mit der Entscheidung verbunden. Zuerst steht Rückgabe im Mittelpunkt. Die Bedeutung wächst aus der Handlung heraus. Der Text auf dem Handy bekommt einen praktischen Sinn. Danach kommt Rechnung. Dieses Detail führt Lukas weiter. Zum Schluss achtet Lukas auf Kundenservice. Ein einfacher Fragesatz bringt wieder Ordnung. Wichtig ist die Verständlichkeit, nicht die perfekte Grammatik. Damit kann das Gespräch weitergehen. Lukas gibt sich selbst einen kleinen Anfang. Lesen, sortieren, weitermachen. Dadurch wird die Aufgabe übersichtlicher. Lukas hört innerlich nicht zu hastig. Ein fremder Begriff darf langsam näher kommen. Ein Wort wächst durch mehrere ruhige Kontakte. Lukas nimmt aus der Szene eine einfache Ordnung mit. Lukas nimmt nur das Wichtigste mit. Der Ablauf ist nicht mehr so unruhig. So entsteht Lernen ohne starken Druck. Am Ende bleibt nicht eine Liste, sondern ein Bild von der Situation. Weitere Alltagsszenen erste. Die Reservierung läuft fast ab. Lukas ist noch eine Straße vom Auto entfernt. Er sieht in der App, dass die Reservierung bald endet. Er bleibt ruhig und geht schneller, aber er rennt nicht. Am Auto prüft er zuerst das Nummernschild. Dann öffnet er die App und beginnt die Buchung. Eine kleine Zeitangabe kann im Alltag wichtig sein. Deshalb liest Lukas sie genau. Danach notiert Lukas den wichtigsten Punkt. Diese Notiz ist kein ausführlicher Bericht. Sie hilft nur, wenn Lukas später noch einmal nachsehen möchte. Zweite.
Der Kundenservice antwortet später. Nach der Fahrt bekommt Lukas eine Antwort zu seiner Schadensmeldung. Der Kundenservice schreibt, dass der Kratzer bereits bekannt war. Lukas ist erleichtert. Er sieht, dass seine Meldung trotzdem sinnvoll war. Wer dokumentiert, schützt sich vor Missverständnissen. Lukas schreibt anschließend nur eine kurze Zeile. Es geht nicht um ein langes Protokoll. Sie dient als kleine Erinnerung. Dritte. Ein anderer Anbieter hat andere Regeln. Einige Tage später vergleicht Lukas einen zweiten Anbieter. Dort gibt es feste Stationen. Die Rückgabe funktioniert also anders. Lukas merkt, das Wort Carsharing bleibt gleich, aber die Regeln können verschieden sein. Deshalb liest er nicht nur die Überschrift, sondern auch die Bedingungen. Nach der Erklärung hält Lukas den Kern fest. Die Zeile bleibt kurz und praktisch. Später kann Lukas damit schneller weiterdenken. Vierte. Ein Mietwagen für den Ausflug. Am Wochenende plant Lukas einen Ausflug mit Freunden. Für einen ganzen Tag ist eine Autovermietung vielleicht günstiger. Dort gibt es oft eine Kaution und einen Vertrag. Lukas fragt nach Versicherung und Selbstbeteiligung. Er möchte keine Überraschung später auf der Rechnung. Zum Schluss macht Lukas eine kleine Notiz. Lukas schreibt keine lange Erklärung. Die Notiz hält den offenen Punkt sichtbar. Fünfte. Ein Elektroauto. Ein anderes Mal sieht Lukas ein Elektroauto in der App. Nun ist nicht der Tankstand wichtig, sondern der Ladestand. Das Prinzip bleibt ähnlich. Lukas prüft, ob genug Energie für die Fahrt vorhanden ist. Wenn der Ladestand niedrig ist, wählt er lieber ein anderes Fahrzeug. Lukas bewahrt die Antwort in wenigen Wörtern auf. Der Text in der Notiz bleibt knapp. Sie schützt Lukas davor, alles im Kopf behalten zu müssen. Sechste. Ein fremdes Schild. Lukas sieht ein Schild, das er nicht sofort versteht. Er fotografiert es nicht einfach nur, sondern liest die wichtigsten Wörter. Uhrzeittag, Parkzone. Diese 3 Informationen helfen. Wenn er unsicher bleibt, sucht er in der App eine offizielle Erklärung. Am Ende steht eine einfache Notiz. Die Notiz soll nur helfen, nicht belasten. Für später reicht diese kurze Spur. Ruhige Wiederholung und Abschluss. Am Ende schaut Lukas noch einmal auf den ganzen Tag. Am Anfang gab es viele Wörter. Jetzt stehen sie in einer Ordnung. Erst plant Lukas die Fahrt. Dann öffnet er die App. Danach reserviert er das Fahrzeug. Vor dem Start prüft er den Zustand. Während der Fahrt bleibt er vorsichtig. Bei der Rückgabe liest er die Parkregeln. Nach der Fahrt prüft er die Rechnung. Lukas merkt, er braucht keine perfekte Sprache, um eine Alltagssituation zu lösen. Er braucht klare Wörter, ruhige Fragen und eine einfache Reihenfolge. Wenn etwas unklar ist, fragt er nach. Wenn eine Zahl wichtig ist, liest er sie noch einmal. Wenn ein Schaden sichtbar ist, dokumentiert er ihn. Wenn eine Rechnung kommt, prüft er sie Schritt für Schritt. Jetzt kommen die wichtigsten Wörter noch einmal als ruhige Liste. Du musst sie nicht auswendig lernen. Lies sie langsam. Vielleicht
bleibt nur ein Wort hängen. Vielleicht bleiben mehrere Beispiele. Beides ist in Ordnung. Erste. Carsharing. Man nutzt ein Auto nur für kurze Zeit, oft über eine App. Beispiel. Lukas nutzt Carsharing, weil er kein eigenes Auto braucht. Zweite. Autovermietung. Ein Anbieter, bei dem man ein Auto für einen Tag oder länger mieten kann. Beispiel. Für den Wochenendausflug denkt Lukas auch an eine Autovermietung. Dritte. App, ein Programm auf dem Handy. Beispiel. Lukas öffnet die App und sieht freie Fahrzeuge in der Nähe. Vierte. Reservieren. Etwas für kurze Zeit für sich festhalten lassen. Beispiel. Lukas reserviert das Fahrzeug für 15 Minuten. Fünfte. Fahrzeug. Ein Auto, ein Transporter oder ein anderes Verkehrsmittel. Beispiel. Das Fahrzeug steht in einer Seitenstraße. Sechste. Führerschein. Das Dokument, das zeigt, dass man Auto fahren darf. Beispiel. Lukas hat seinen Führerschein in der App hinterlegt. Siebte. Buchung. Die Reservierung oder Miete in der App. Beispiel. Die Buchung beginnt erst, wenn Lukas das Auto öffnet. Achte. Tarif, die Regel für den Preis. Beispiel. Lukas liest den Tarif, bevor er losfährt. Neunte. Versicherung. Ein Schutz vor sehr hohen Kosten bei bestimmten Schäden. Beispiel. Die Versicherung ist in den Mietbedingungen erklärt. Zehnte. Selbstbeteiligung. Der Betrag, den man im Schadensfall selbst zahlen muss. Beispiel. Lukas liest auch die Information zur Selbstbeteiligung. Elfte. Schaden. Etwas Kaputtes, zum Beispiel ein Kratzer oder eine Delle. Beispiel. Vor der Fahrt sucht Lukas nach einem Schaden. 12. Kratzer. Eine dünne beschädigte Linie im Lack. Beispiel. An der rechten Tür sieht Lukas einen kleinen Kratzer. 13. Dokumentieren. Etwas mit Foto, Text oder Datum festhalten. Beispiel. Lukas dokumentiert den Kratzer mit einem Foto. 14. Kilometerstand. Die Zahl, die zeigt, wie weit das Auto schon gefahren ist. Beispiel. Lukas prüft den Kilometerstand vor der Abfahrt. 15. Tankstand. Die Menge an Kraftstoff im Auto. Beispiel. Der Tankstand ist fast voll. 16. Ladestand. Die Menge an Strom in einem Elektroauto. Beispiel. Bei einem Elektroauto prüft Lukas den Ladestand. 17. Station. Ein fester Ort, an dem Fahrzeuge stehen. Beispiel. Manche Autos müssen an einer Station zurückgegeben werden. 18. Geschäftsgebiet. Der Bereich, in dem man das Auto abstellen darf. Beispiel. Lukas bleibt mit dem Auto im Geschäftsgebiet. 19. Parkzone. Ein Bereich, in dem Parken erlaubt oder verboten sein kann. Beispiel. Die Parkzone ist in der App markiert. 20. Rückgabe. Der Moment, in dem man das Fahrzeug zurückgibt. Beispiel. Bei der Rückgabe muss Lukas die Miete richtig beenden. 21. Schlüssel. Ein Gegenstand zum Öffnen oder Starten eines Autos. Beispiel. Der Schlüssel liegt im Handschuhfach. 22. Handschuhfach. Ein kleines Fach vorne im Auto.
Beispiel. Lukas legt den Schlüssel zurück ins Handschuhfach. 23. Rechnung. Eine Übersicht über Zeit, Strecke und Preis. Beispiel. Nach der Fahrt bekommt Lukas eine Rechnung. 24. Kosten, das Geld, das man bezahlen muss. Beispiel. Lukas prüft die Kosten in der App. 25. Kaution. Geld, das als Sicherheit blockiert oder genommen werden kann. Beispiel. Bei manchen Mietwagen gibt es eine Kaution. 26. Kundenservice. Eine Stelle, die bei Fragen und Problemen hilft. Beispiel. Lukas schreibt dem Kundenservice eine kurze Nachricht. Zum Schluss atmet Lukas ruhig aus. Die Fahrt ist beendet. Die Wörter sind nicht verschwunden. Sie sind jetzt mit Bildern verbunden. Ein Handy, eine Straße, ein Auto, ein Kratzer, eine Parkzone, eine Rechnung. Beim nächsten Mal erkennt Lukas vieles schneller. Genau so wächst Sprache. Nicht mit Druck, sondern mit Begegnung. Nicht mit Angst, sondern mit Wiederholung. Für heute ist es genug. Bis zum nächsten Mal. Zusätzliche langsame Übungsrunde, Übung 1. Carsharing. Lukas nutzt ein Auto nur für kurze Zeit über eine App. In der App sieht er ein freies Auto in der Nähe und prüft zuerst den Standort. Er sagt leise: Carsharing hilft mir heute beim Einkauf. Danach schaut er auf Zeit und Preis. Nimm dir für diesen Ausdruck einen Atemzug Zeit, erst hören, dann den Satz verstehen, dann die Handlung sehen. Übung 2. Wir hören noch einmal Autovermietung. Lukas mietet ein Auto für einen ganzen Tag oder für ein Wochenende. Er denkt an den Ausflug mit Freunden und vergleicht mehrere Angebote. Bei der Autovermietung achtet er besonders auf Vertrag, Kaution und Rückgabezeit. Die Wiederholung bleibt ruhig, aber sie bleibt an eine konkrete Szene gebunden. Übung 3. Beim Wort-App bleibt Lukas bei einem kleinen Schritt. Die App ist das Programm auf dem Handy. Lukas öffnet sie langsam und sucht nicht alle Informationen gleichzeitig. Zuerst schaut er auf die Karte, dann auf das Fahrzeug und erst danach auf die Buchung. So wird der Begriff nicht nur übersetzt, sondern benutzt. Übung 4. Reservieren erscheint jetzt in einem einfachen Alltagssatz. Reservieren heißt, etwas für eine bestimmte Zeit festhalten lassen. Lukas reserviert das Fahrzeug, damit es nicht gleich von einer anderen Person genommen wird. Er liest die Uhrzeit und merkt sich, die Reservierung ist kurz, also geht er direkt los. Wenn etwas offen bleibt, reicht eine kurze Rückfrage. Übung 5. Für Fahrzeug braucht Lukas keine lange Erklärung. Ein Fahrzeug kann ein Auto, ein Transporter oder ein anderes Verkehrsmittel sein. Lukas sieht die Nummer des Fahrzeugs in der App und vergleicht sie mit dem Auto auf der Straße. So vermeidet er, dass er vor dem falschen Wagen steht. Der Satz ist kurz genug zum Mitsprechen und klar genug für den Alltag. Übung 6. Führerschein. Der Führerschein zeigt, dass Lukas Auto fahren darf. Vor der Fahrt prüft Lukas, ob der Führerschein in seinem Konto hinterlegt ist. Am Schalter der Autovermietung nimmt er ihn zusätzlich als Dokument mit. Sprich den Ausdruck langsam mit, wenn du möchtest,
und stell dir die Szene kurz vor. Übung 7. Wir hören noch einmal Buchung. Die Buchung ist die Reservierung oder Miete in der App. Lukas kontrolliert, wann die Buchung beginnt und wann sie endet. Wenn die Zeit nicht stimmt, fragt er nach, bevor er losfährt. So hört man das Wort noch einmal, ohne dass es wie eine reine Liste wirkt. Übung 8. Beim Wort Tarif bleibt Lukas bei einem kleinen Schritt. Der Tarif erklärt, wie der Preis berechnet wird. Manchmal zählt die Zeit, manchmal zählen Kilometer, manchmal zählt beides. Lukas liest den Tarif nicht schnell, sondern sucht nur den Punkt, der heute wichtig ist. Der Sinn entsteht durch die kleine Handlung. Übung 9. Versicherung erscheint jetzt in einem einfachen Alltagssatz. Die Versicherung schützt vor sehr hohen Kosten bei bestimmten Schäden. Lukas liest den Abschnitt zur Versicherung langsam. Er versteht nicht jedes Detail sofort, aber er weiß, dass dieser Punkt wichtig ist. Bei Unsicherheit genügt eine höfliche Frage. Übung 10. Für Selbstbeteiligung braucht Lukas keine lange Erklärung. Die Selbstbeteiligung ist der Betrag, den Lukas im Schadensfall selbst zahlen muss. Bei einem kleinen Kratzer möchte er wissen, ob Kosten entstehen können. Deshalb fragt er: Können Sie mir die Selbstbeteiligung kurz erklären? Dieser kurze Satz lässt sich gut hören und später selbst benutzen. Übung 11. Schaden. Ein Schaden ist etwas Kaputtes am Auto. Das kann eine Delle, ein Kratzer oder ein kaputtes Licht sein. Lukas schaut vor der Fahrt genau hin und meldet, was er sieht. Lass das Wort einen Moment stehen. Danach wird der Beispielsatz leichter. Übung 12. Wir hören noch einmal Kratzer. Ein Kratzer ist eine dünne beschädigte Linie im Lack. Lukas entdeckt einen Kratzer an der rechten Tür. Er macht ein Foto, damit später klar ist, dass der Kratzer schon vorher da war. Der Ausdruck kehrt zurück, während die Situation weitergeht. Übung 13. Beim Wort dokumentieren bleibt Lukas bei einem kleinen Schritt. Dokumentieren heißt, etwas mit Foto, Text oder Datum festhalten. Lukas dokumentiert den Schaden direkt in der App. Damit wird aus einer Unsicherheit eine gespeicherte Information. Lukas versteht das Wort über die Aufgabe, nicht nur über eine Definition. Übung 14. Kilometerstand erscheint jetzt in einem einfachen Alltagssatz. Der Kilometerstand zeigt, wie weit das Auto schon gefahren ist. Bei der Autovermietung steht diese Zahl oft im Übergabeprotokoll. Lukas liest die Zahl langsam und vergleicht sie bei der Rückgabe. Lukas muss nicht raten. Er kann kurz nachfragen. Übung 15. Für Tankstand braucht Lukas keine lange Erklärung. Der Tankstand zeigt, wie viel Kraftstoff noch im Auto ist. Lukas sieht, dass der Tank fast voll ist. Wenn der Tankstand nicht zur Regel passt, macht er ein Foto oder fragt kurz nach. Die Form bleibt einfach, damit der Inhalt im Vordergrund steht. Übung 16. Ladestand. Der Ladestand zeigt, wie viel Strom ein Elektroauto noch hat. Bei einem E-Auto prüft Lukas den Ladestand vor der Fahrt. So weiß er, ob die Strecke sicher möglich ist. Der Ausdruck
darf langsam kommen, weil die Bedeutung mit der Handlung wächst. Übung 17. Wir hören noch einmal Station. Eine Station ist ein fester Ort, an dem Fahrzeuge stehen. Manche Autos müssen genau an dieser Station zurückgegeben werden. Lukas merkt sich den Ort, damit die Rückgabe später ruhig bleibt. Das Wort wird vertrauter, weil Lukas es in einem echten Moment hört. Übung 18. Beim Wort Geschäftsgebiet bleibt Lukas bei einem kleinen Schritt. Das Geschäftsgebiet ist der Bereich, in dem Lukas das Auto abstellen darf. Die App zeigt diesen Bereich auf einer Karte. Lukas bleibt innerhalb des Geschäftsgebiets und sucht dort einen erlaubten Parkplatz. Auf diese Weise bleibt der Ausdruck näher am Alltag. Übung 19. Parkzone erscheint jetzt in einem einfachen Alltagssatz. Die Parkzone zeigt, wo Parken erlaubt oder verboten sein kann. Lukas vergleicht die Anzeige in der App mit dem Schild auf der Straße. Er entscheidet erst, als beide Informationen zusammenpassen. Ein einfacher Satz macht die Situation wieder klarer. Übung 20. Für Rückgabe braucht Lukas keine lange Erklärung. Die Rückgabe ist der Moment, in dem Lukas das Fahrzeug zurückbringt oder die Miete beendet. Vor der Rückgabe nimmt er seine Sachen aus dem Auto. Danach legt er den Schlüssel zurück und schließt die Fahrt in der App ab. So kann der Satz langsam mitgesprochen werden. Übung 21. Schlüssel. Der Schlüssel öffnet oder startet das Auto. Bei manchen Fahrzeugen liegt er im Handschuhfach. Lukas legt den Schlüssel dorthin zurück, bevor er die Miete beendet. Höre zuerst den Klang und achte dann auf das Bild, das zur Szene gehört. Übung 22. Wir hören noch einmal. Handschuhfach. Das Handschuhfach ist ein kleines Fach vorne im Auto. Dort liegen manchmal Schlüssel, Fahrzeugpapiere oder eine Karte. Lukas schaut nur kurz hinein und legt alles wieder ordentlich zurück. Die Szene trägt die Wiederholung, nicht nur der einzelne Begriff. Übung 23. Beim Wort Rechnung bleibt Lukas bei einem kleinen Schritt. Die Rechnung zeigt Zeit, Strecke und Preis. Nach der Fahrt bekommt Lukas eine Rechnung per E-Mail. Er prüft die wichtigsten Zahlen und bewahrt die Nachricht auf. Der Begriff bekommt sofort einen praktischen Platz. Übung 24. Kosten erscheint jetzt in einem einfachen Alltagssatz. Kosten sind das Geld, das Lukas bezahlen muss. Die Kosten sollen ungefähr zu Zeit und Strecke passen. Wenn ein Betrag unklar ist, fragt Lukas den Kundenservice. Offene Punkte dürfen klein und ruhig geklärt werden. Übung 25. Für Kaution braucht Lukas keine lange Erklärung. Die Kaution ist Geld, das als Sicherheit blockiert oder genommen werden kann. Bei der Autovermietung fragt Lukas nach der Höhe der Kaution. Er möchte wissen, wann das Geld wieder freigegeben wird. Der Satz klingt schlicht, aber er passt zu einer echten Situation. Übung 26. Kundenservice.
Der Kundenservice hilft bei Fragen oder Problemen. Lukas schreibt eine kurze Nachricht, wenn eine Rechnung unklar ist. Eine genaue Frage ist besser als eine lange, unruhige Erklärung. Eine kleine Pause nach dem Wort macht den nächsten Satz verständlicher. Übung 27. Wir hören noch einmal. Mietwagen. Der Mietwagen ist das Auto, das Lukas von der Autovermietung bekommt. Er prüft Kennzeichen, Zustand und Tankregel. Danach fährt er los und bleibt bei der Rückgabe pünktlich. Der Satz bleibt einfach und bekommt trotzdem eine klare Aufgabe. Übung 28. Beim Wort Vertrag bleibt Lukas bei einem kleinen Schritt. Der Vertrag ist die schriftliche Vereinbarung zwischen Lukas und der Autovermietung. Lukas liest zuerst die großen Punkte: Zeit, Preis, Versicherung und Rückgabe. Er muss nicht jedes juristische Wort lernen, aber er soll wichtige Angaben erkennen. Das Wort wird zu einem Teil der Handlung. Übung 29. Übergabeprotokoll erscheint jetzt in einem einfachen Alltagssatz. Das Übergabeprotokoll hält den Zustand des Autos am Anfang fest. Dort stehen Kratzer, Tankstand und manchmal der Kilometerstand. Lukas schaut darauf, bevor er unterschreibt.